Man geht davon aus, dass die Frage nach dem größten fliegenden Tier der Erdgeschichte längst geklärt ist. Schulposter, Dokumentationen und populärwissenschaftliche Artikel zeigen seit Jahren dasselbe Wesen mit einer Flügelspannweite von mehr als 10 Metern und der Unterschrift Rekordhalter. Das Problem ist, dass das nicht ganz stimmt. Und nicht nur, weil dieses Wesen einen ernsthaften Konkurrenten um denselben Titel hat, von dem die meisten noch nie gehört haben. Selbst über den anerkanntesten Rekordhalter sind sich Paläontologen bis heute in der Hauptsache uneinig. Wie konnte ein Tier mit dem Gewicht eines Erwachsenen und einer Flügelspannweite eines kleinen Flugzeuges überhaupt vom Boden abheben? Nicht, wohin es flog und wie lange es segelte, sondern buchstäblich die ersten halbe Sekunde des Starts, die die moderne Biomechanik seit fast einem halben Jahrhundert immer wieder neu berechnet. Zerlegen wir diese ganze Geschichte der Reihe nach. Den Fund, der die Vorstellungen von den Grenzen des Fliegens auf den Kopf stellte. Eine ganze Reihe ähnlicher Giganten auf verschiedenen Kontinenten, einen gewachsenen Konkurrenten, der die Krone stehlen könnte, und die offene Frage nach der Mechanik des Starts, die bis heute ungelöst ist, obwohl der Fund selbst längst zum Museumsexponat geworden ist. Das Jahr 1977, Nationalpark Big Bend, Südwest-Texas. Der Doktorand der Universität von Texas, Douglas Lawson, führt eine routinemäßige geologische Vermessung des Gebiets durch und stößt auf Knochenfragmente, die zu groß für einen Vogel und zu leicht für alles andere bekannte Wesen dieser Zeit sind. Weitere Ausgrabungen an derselben Stelle brachten Flügelreste mit einer für damalige Verhältnisse unglaublichen Spannweite zutage, nach endgültigen Schätzungen von 10 bis 11 Metern, mehr als die Flügelspannweite vieler Leichtflugzeuge. Die Nachricht schaffte es auf die Titelseite der New York Times. Das Wesen wurde Quetzalcoatlus genannt, nach der gefiederten Schlange des aztekischen Pantheons. Ein seltener Fall, in dem der wissenschaftliche Name eines prähistorischen Tieres bekannter wurde als das Tier selbst. Das Gestein, in dem Lawson die Knochen fand, wird als Havellandformation bezeichnet. Ein trockenes Flussbett mit gewundenen Flüssen, an dessen Ufern am Ende der Kreidezeit Titanosaurier, Alamosaurier mit einer Länge von über 20 Metern umherstreiften, und in den Flüssen lauerten Verwandte heutiger Alligatoren, die ihnen in der Größe nicht nachstanden. Vor dem Hintergrund dieser Giganten hätte der Quetzalcoatlus keineswegs riesig gewirkt, bis er sich in die Luft erhob und zum einzigen Wesen in dieser Landschaft wurde, das überhaupt vom Boden abheben konnte. Bei einer solchen Flügelspannweite betrug die Masse des Quetzalcoatlus nach verschiedenen Schätzungen zwischen 100 und 250 Kilogramm. Etwa wie ein großer erwachsener Mensch, manchmal auch weniger. Das Geheimnis eines solchen Verhältnisses liegt in den Knochen. Bei den Pterosauriern war das Skelett, wie bei heutigen Vögeln, innen hohl und von einem System von Luftsäcken durchzogen, einer Fortsetzung des Atmungssystems. Die Wand der Flügelknochen war stellenweise dünner als eine Eierschale, obwohl genau dieser Knochen die Last des gesamten Körpers im Flug trug. Die Natur umging kein physikalisches Gesetz, sie fand eine Lücke in ihrer eigenen Anatomie. Wenn ein so riesiges Wesen es schaffte, im Verhältnis zu seiner Spannweite fast nichts zu wiegen, abonnieren Sie den Kanal. Es folgt noch eine seltsamere Einzelheit seiner Biologie. Der Flügel selbst ist auch anders aufgebaut, als man es erwarten würde. Bei den meisten Pterosauriern ist die Flügelmembran breit und flexibel, mit einem reichen Netz von Verstärkungsfasern, ausgelegt für manövrierfähigen, wechselhaften Flug. Beim Quetzalcoatlus und seinen nahen Verwandten war die Membran dagegen schmal und merklich steifer. Eine Konstruktion, die eher einem Gleiterflügel als einem Segel ähnelte. Eine solche Steifigkeit eignet sich schlecht für abrupte Manöver in der Luft, ist aber hervorragend für langes, sparsames Gleiten in gerader Linie über große Entfernungen fast ohne Flügelschläge, wobei nur gelegentlich mit den Flügelspitzen der Kurs korrigiert wird.
In den ersten Jahrzehnten nach dem Fund von 1977 zweifelten einige Paläontologen überhaupt daran, dass der Quetzalcoatlus zu aktivem Flügelschlag fähig war und nicht nur wie ein riesiger Lenkdrachen glitt, der ausschließlich von Aufwinden abhängig war. Der Aufbau des Schultergürtels und das Volumen der Brustmuskelansätze zerstreuten später diese Zweifel. Die Muskulatur war auf kräftige Flügelschläge ausgelegt, nicht nur auf passives Gleiten. Aber nachdem die Tatsache des Fliegens geklärt war, stieß die Wissenschaft auf eine weitaus unbequemere Frage. Wie konnte ein Tier dieser Masse überhaupt in der ersten Sekunde des Starts abheben, wenn kein heutiger Vogel vergleichbaren Gewichts physisch in der Lage ist, ohne langen Anlauf oder Sprung von einer Klippe abzuheben? Die Großtrappe und der Wandergeier, zwei der schwersten fliegenden Vögel der Gegenwart, jeweils etwa 15 bis 20 Kilogramm schwer, legen vor dem Start Dutzende Meter zurück oder nutzen den Aufwind von einer Klippe. Ein Wesen, das 10 bis 12 Mal schwerer ist, hatte weder Platz zum Anlaufen noch eine Klippe, die es hätte nutzen können. Die Kreideauen der Flüsse, wo es am häufigsten gefunden wird, sind flache, offene Flächen ohne eine einzige geeignete Erhebung in der Nähe. Die Antwort, die heute als führende Hypothese gilt, lautet: Der Quetzalcoatlus startete nicht durch Anlaufen auf den Hinterbeinen, sondern durch einen ruckartigen Sprung unter gleichzeitiger Nutzung aller 4 Gliedmaßen, ein sogenannter quadrupedaler, katapultartiger Start. Berechnungen von Biomechanikern zeigen, dass ein solcher Sprung ausreicht, um die nötige Momentanleistung zu entwickeln, um ein Tier dieses Gewichts in Sekundenbruchteilen vom Boden abzuheben. Die offizielle Version der Paläobiomechanik klingt überzeugend. Ohne einen solchen Sprung wäre der Flug des Giganten physikalisch unmöglich gewesen. Aber sie hat eine Schwachstelle. Keiner der heute lebenden Arten, kein großer fliegender Vogel nutzt eine ähnliche Startmethode. Was bedeutet, dass die gesamte Mechanik ausschließlich anhand von Knochen rekonstruiert werden muss, ohne ein einziges lebendes Analogon zur praktischen Überprüfung des Modells. Versetzen wir uns für einen Moment nicht zu einem Knochenfund, sondern zu dem Wesen selbst, als ob eine Kamera es gerade jetzt beobachten würde. Früher Morgen in der Aue eines flachen Kreidezeitflusses irgendwo im Gebiet des zukünftigen Texas. Die Luft ist noch kühl, leichter Nebel liegt über dem Wasser. Der Quetzalcoatlus steht da, die Flügel entlang des Körpers angelegt und auf allen 4 Beinen gestützt. Vom Boden aus betrachtet, wenn man nicht wüsste, wer vor einem steht, würde die Silhouette eher an eine ungelenke Mischung aus Giraffe und Storch erinnern, als an etwas Flugfähiges. Der Kopf auf einem langen, steifen Hals schwankt tief über dem Wasser und späht nach kleiner Beute im Schlamm. Irgendwo in der Ferne brüllt ein Alamosaurus langgezogen und vertreibt kleine Tiere vom Wasserloch, aber der Quetzalcoatlus dreht sich nicht einmal in diese Richtung. Ein gewohntes Hintergrundgeräusch, keine Bedrohung. Da er an dieser Stelle keine Beute findet, macht das Wesen ein paar schwere, aber überraschend schnelle Schritte und dann, in einer einzigen fließenden Bewegung, Vorderpfoten stemmen sich in den Boden, ein ruckartiger Stoß des ganzen Körpers nach oben, ein sofortiger Flügelschlag der riesigen Flügel, hebt es in Sekundenbruchteilen ab, ohne Anlauf, als hätte es sich von einer unsichtbaren Feder abgestoßen. Der Nebel unter den Flügeln zerstreut sich für einen Moment in Ringen und dann ist das Wesen bereits hoch über dem Wasser und beginnt einen langsamen Kurvenflug. Danach beginnt ein ganz anderer Rhythmus. Fast ohne einen einzigen Flügelschlag, den warmen Luftstrom nutzend, der von der Sonne erwärmten Aue aufsteigt, gleitet der Quetzalcoatlus in einer Höhe von mehreren Dutzend Metern entlang des Flusslaufs, neigt leicht mal den einen, mal den anderen Flügel, um den Kurs zu halten. Dieser gemächliche, sparsame Flug kann Stunden dauern. Viel länger und viel einfacher als der erste Sprung selbst. Und gerade deshalb zweifeln Paläontologen kaum an der Fähigkeit des Wesens, sich lange in der Luft zu halten.
auch wenn sie daran zweifeln, wie es überhaupt dorthin gelangt ist. Nach fast einer Stunde dieses Gleitens bemerkt der Quetzalcoatlus unten eine Sandbank, wo sich der Fluss für einen Moment in mehrere kleine Arme teilt und dort auch eine Ansammlung kleiner Fische, die im zurückgehenden Wasser nach dem nächtlichen Hochwasser gestrandet sind. Ohne unnötig Höhe zu verlieren, zieht er einen weiten, flachen Kreis, verliert dabei allmählich an Höhe, als würde er eine unsichtbare Wendeltreppe hinabsteigen, und erst ganz nah an der Oberfläche drosselt er abrupt die Geschwindigkeit, stellt erneut die Beine dem Wasser entgegen und spreizt für einen Moment die Flügel, um nicht hineinzustürzen, sondern sanft darauf zu landen. Die Berechnungen der Muskelkraft, die für einen solchen Sprung erforderlich ist, unterscheiden sich zwischen den einzelnen Laboren erheblich. Einige bestehen darauf, dass die Muskulatur der Vordergliedmaßen am Rande der physiologischen Möglichkeiten von Wirbeltieren überhaupt lag. Andere weisen darauf hin, dass die Schätzungen des Körpergewichts selbst zu stark variieren, um endgültige Schlussfolgerungen über die Sicherheitsmarge zu ziehen. Die Debatte ist ungelöst und ein vollständiges Skelett existiert in der Natur schlichtweg nicht. Bekannt sind nur vereinzelte Fragmente, von denen einige zu einer kleineren, verwandten Art derselben Gattung gehören, was die genaue Vermessung des größten Exemplars zusätzlich erschwert. Bis zum Quetzalcoatlus wurde fast ein Jahrhundert lang die Bezeichnung des größten jemals geflogenen Lebewesens nicht von einem Reptil, sondern von einem Vogel beansprucht, dem Argentavis, einem riesigen Raubtier aus dem Miozän Patagoniens mit einer Flügelspannweite von etwa 7 Metern, das bereits im 20. Jahrhundert beschrieben wurde. Nach Vogelmaßstäben ist der Argentavis tatsächlich ein Rekordhalter, der von keinem lebenden oder ausgestorbenen gefiederten Tier übertroffen wurde. Aber im Vergleich zum Quetzalcoatlus und seinen Verwandten verblasst dieser Rekord sofort. Selbst die kühnsten Schätzungen der Flügelspannweite des Argentavis liegen deutlich unter der Untergrenze der Schätzungen für die größten Pterosaurier. Das führt zu einer lustigen Tatsache, an die man sich selten erinnert. Der Titel des größten fliegenden Wesens hatte im letzten Jahrhundert mindestens 2 Rekordhalter aus 2 völlig unterschiedlichen Wirbeltierklassen, und beide Male kam es nicht zu einem Wechsel wegen eines neuen, größeren Fundes, sondern wegen einer Neubewertung bereits vorhandener Knochen. Wenn die Version vom riesigen Storch von der Größe einer Giraffe, der an Land jagt, Ihnen seltsamer vorkommt als die Version vom Fischer über dem Wasser, dann geben Sie uns einen Daumen hoch, denn es wird sich herausstellen, dass selbst der Quetzalcoatlus einen Konkurrenten um den Titel des größten fliegenden Tieres hat, von dem viel weniger Menschen wissen. Lange Zeit wurden die großen Verwandten des Quetzalcoatlus, die Familie der Astarchiden, ausschließlich als fischfressende Aasfresser dargestellt, als eine Art fliegende Pendants zu modernen Geiern oder Pelikanen, die über dem Wasser nach Aas und kleinen Fischen gleiten. Die Version war praktisch und logisch. Ein langer Hals und ein zahnloser Schnabel eignen sich tatsächlich gut zum schnellen Greifen von Beute von der Wasseroberfläche im Flug, ohne landen zu müssen. Eine Wende in dieser Vorstellung gab es, als Forscher die Proportionen der Gliedmaßen und die Gelenke des Schulter- und Beckengürtels der Astarchiden genauer untersuchten. Die Struktur erwies sich als weitaus besser an das stabile Gehen auf 4 Beinen am Boden angepasst, als an den wendigen Flug über Wasser. Darüber hinaus war der Hals dieser Kreaturen zu steif und unbeweglich, um im Flug mit hoher Geschwindigkeit kleine Fische präzise zu greifen. Aber er war perfekt geeignet, um von oben nach unten zu picken, während man auf dem Boden stand, so wie es heute ein Marabu oder ein Storch tut, nur in einem für heutige Vögel unvorstellbaren Ausmaß. Die offizielle Version änderte sich fast vollständig. Wir haben es hier nicht mit einem fliegenden Aasfresser über Wasser zu tun, sondern mit einem riesigen Landjäger, der den Flug in erster Linie zur Fortbewegung zwischen Jagdgebieten nutzte und nicht als Hauptmethode der Nahrungsbeschaffung.
Die Geschichte des Konkurrenten des Quetzalcoatlus beginnt auf einem anderen Kontinent, in einer anderen geologischen Epoche, obwohl sie nur wenige Millionen Jahre trennen. Am absoluten Ende des Zeitalters der Dinosaurier, als der Meeresspiegel deutlich höher war als heute, war ein Teil des heutigen Rumäniens eine große Insel inmitten eines flachen Meeres, die sogenannte Hatzek-Insel, etwa so groß wie die heutige Tschechische Republik. Die Isolation tat mit den lokalen Dinosauriern dasselbe, was oft mit großen Tieren auf kleinen Inseln geschieht. Viele Arten verkleinerten sich im Laufe der Generationen. Der Magürosaurus, ein Verwandter riesiger Sauropoden, erreichte hier nicht mehr als die Größe eines großen Pferdes, statt der üblichen Dutzende von Tonnen. Der Zalmoxes, ein lokaler Pflanzenfresser, war halb so hoch wie seine kontinentalen Verwandten. Selbst der hier gefundene Hadrosaurier Telmatosaurus war deutlich kleiner als verwandte Formen vom Festland. Aber jede Regel hat ihre Ausnahmen und auf der Hatzek-Insel war die Ausnahme nicht ein Zwerg, sondern ein Riese. Ein Riese, der im Gegensatz zu den Zwergdinosauriern fliegen konnte. Der Hatzegopteryx, der Gattungsname bedeutet ungefähr geflügeltes Wesen aus Hatzek, wurde anhand von Fragmenten des Schädels und anderer Knochen beschrieben, die in Siebenbürgen gefunden wurden. Die Schätzungen seiner Flügelspannweite überschneiden sich fast vollständig mit denen des Quetzalcoatlus und einige Forscher weisen direkt darauf hin, dass bei gleicher Berechnungsmethode der Hatzegopteryx ihm gleich oder sogar etwas größer gewesen sein könnte. Sein Schädel erreichte, den erhaltenen Fragmenten zufolge, eine Länge von etwa 2,5 Metern, länger als die Körpergröße eines erwachsenen Menschen und war eine fast monolithische Knochenkonstruktion mit einem massiven Schnabel, weitaus robuster als die Schädel der meisten anderen Pterosaurier vergleichbarer Größe. Auf einer Insel, die vollständig frei von großen Raubtieren war, blieb die Nische des obersten Landraubtiers leer. Es sei denn, sie wurde von jemandem besetzt, der von oben herabkam. Die offizielle Version zweifelte lange daran, ob ein Flugsaurier überhaupt in der Lage sei, diese Rolle zu erfüllen. Man ging davon aus, dass ein zahnloser Schnabel und ein relativ leichtes Skelett schlecht geeignet seien, um große Beute zu töten und zu zerlegen. Diese Version konnte nicht durch Versteinerungen von Verhaltensweisen überprüft werden, die es einfach nicht gibt, sondern durch die Festigkeit eines einzigen Knochens. Forscher, die ein Fragment eines Halswirbels von Hatzegopteryx untersuchten, stellten fest, bei etwa dreifacher Dicke im Vergleich zum Halswirbel einer verwandten Art ähnlicher Größe war dieser Knochen etwa 10-mal biegesteifer. Ein solcher Sicherheitsspielraum ist genau für scharfe, kräftige Schläge mit dem Schnabel auf Beute, die für seine Größe groß ist, und nicht für das vorsichtige Fischen von Fischen an der Wasseroberfläche erforderlich. Der Hals von Hatzegopteryx war im Gegensatz zu vielen Verwandten nicht lang und flexibel, sondern kurz und fast unbeweglich. Eine Konstruktion eher für einen Stoß mit einem Speer als für ein sorgfältiges Aufpicken. Der Mittelpunkt dieser Geschichte ist ein guter Zeitpunkt, um ehrlich zuzugeben, wenn es zu Beginn der Sendung so schien, als sei die Krone des größten fliegenden Wesens des Planeten seit langem und eindeutig einer bestimmten Art aus Texas vorbehalten, dann ist jetzt klar, dieser Titel ist zumindest umstritten und wird im schlimmsten Fall zwischen zwei Wesen von verschiedenen Kontinenten geteilt, von denen jedes auf seine Weise die Vorstellungen von den Grenzen der Flugbiologie sprengt. Kehren wir zum zweiten Giganten zurück, auf die gleiche Weise, ebenfalls ohne Rücksicht auf Knochen, sondern direkt zur lebendigen Szene. Später Abend auf der Insel Hatzek, niedrige Küstenvegetation, das Zirpen von Insektenarten, die dem modernen Ohr unbekannt sind. Hatzegopteryx geht im flachen Wasser, den Kopf hoch erhoben auf einem kurzen, aber unglaublich kräftigen Hals. Fast wie ein überdimensionierter Storch von der Größe einer erwachsenen Giraffe. Als er eine Bewegung im Gebüsch bemerkt, erstarrt er eine halbe Sekunde lang und stößt dann mit einem schnellen, fast schlangenartigen Ausfall den Kopf nach unten,
und packt mit dem Schnabel einen kleinen Cymoxys, der zu träge ist, um rechtzeitig zu reagieren. Die Beute verschwindet fast ohne Kauen in seinem Maul. Die scharfen Kanten des Schnabels sind eher zum Durchstechen und Festhalten als zum Zerkleinern der Nahrung gedacht. In der Nähe zerstreuen sich Zwerghadrosaurier beim Anblick des Raubvogels, obwohl der Angreifer bereits gesättigt ist und sie nicht ansieht. Nach der Sättigung eilt Hatzegopteryx nicht davon. Er steht noch einige lange Minuten regungslos am Wasserrand, die Flügel angelegt, als würde er seine Beute im Stehen verdauen. Und erst als es dunkel wird, stößt er sich schwer vom Ufer ab und fliegt in geringer Höhe, fast gemächlich, in Richtung der Felsen am anderen Ende der Insel, wo er offenbar eine ständige Unterkunft für die Nacht hat. Auf dem Weg dorthin landet er noch 2-mal auf niedrigen Hügeln, wobei er jedes Mal lange die Umgebung aus der Höhe überblickt, bevor er seinen Weg fortsetzt. Nicht so sehr, um sich auszuruhen, sondern um das Gebiet zu überprüfen, das frei von anderen Raubtieren seiner Größe ist, die auf dieser Insel einfach nicht vorkommen. An den Felsen angekommen, legt Hatzegopteryx seine Flügel in einer engen Spalte an, die vor dem Nachtwind vom Meer geschützt ist, und erstarrt fast regungslos. Eine Haltung, in der seine wenigen Inselnachbarn, die ihn gewohnt sind, als Spitze der lokalen Nahrungskette zu sehen, ihn normalerweise nicht zu stören wagen. Abonnieren Sie den Kanal, wenn ein fliegendes Raubtier von der Größe eines Elefanten, das an Land Dinosaurier jagt, für Sie seltsamer klingt als jedes Fantasiewesen aus dem Kino. Es werden noch einige Details folgen, die die Debatte um den Rekord noch komplizierter machen. Die Debatte darüber, wovon sich diese Giganten genau ernährten, beschränkt sich nicht auf die Frage Fisch oder Dinosaurier. Einige Forscher weisen darauf hin, dass der zahnlose Schnabel des Quetzalcoatlus und seiner Verwandten sowohl für kleine Beutetiere an Land als auch für Aas und sogar für Eier anderer Dinosaurier, die in einem unbeaufsichtigten Gelege gefunden wurden, gleichermaßen gut geeignet ist. Es gibt keine direkten Beweise für eine bestimmte Ernährungsweise bei einem der großen Asdarchiden. Weder Mageninhaltsabdrücke noch charakteristische Kratzer auf den Knochen potenzieller Beute. Die gesamte moderne Rekonstruktion der Ernährung basiert nicht auf direkten Funden, sondern auf der Schädelform und dem Vergleich mit heute lebenden Vögeln ähnlicher Körpergröße, was diesen Teil der Geschichte zu einem der unsichersten macht, was über diese Kreaturen bekannt ist. Der einzige indirekte Hinweis, den Paläontologen haben, sind seltene Orte mit Massenansammlungen von Knochen kleiner Dinosaurier und Echsen in der Nähe von Asdarchidenfunden. Aber auch diese Ansammlungen können mit gleichem Erfolg durch normale Ablagerungen nach einem Flussüberschwemmung erklärt werden und nicht durch die Spuren der Jagd eines bestimmten Raubtiers. Genau deshalb bleibt jede Rekonstruktion einer Jagdszene, die in Dokumentarfilmen gezeigt wird, nicht mehr als die plausibelste von mehreren Versionen und nicht als festgestellte Tatsache. Die Idee des quadrupedalen Starts entwickelte sich ebenfalls nicht sofort und war nicht unumstritten. Der Weg dorthin dauerte viel länger, als das fertige Bild in modernen Dokumentarfilmen dem Zuschauer vermittelt. Lange Jahre nach der Veröffentlichung des Fundes implizierten die meisten Rekonstruktionen stillschweigend etwas Ähnliches wie den Start eines großen, modernen Vogels. Einen langen Anlauf, Abstoßen vom Boden, ausschließlich mit den Hinterbeinen, wie bei einem Reiher oder einer Trappe vor dem Abheben vom Wasser. Erst eine detaillierte biomechanische Analyse der Proportionen der Vordergliedmaßen, die im 4. Jahrzehnt der Untersuchung des Fundes durchgeführt wurde, schlug erstmals die Version eines Sprungs mit gleichzeitiger Unterstützung aller 4 Beine gleichzeitig als einzige physikalisch mit der Knochenlänge und der Fläche der Muskelansatzstellen übereinstimmende Möglichkeit vor. Einige Spezialisten akzeptierten dieses Modell fast sofort und nannten es eine elegante Lösung eines langjährigen Rätsels.
Andere wiesen darauf hin, dass der vorgeschlagene Mechanismus keine lebenden Analoga unter den modernen fliegenden Wirbeltieren hat, was bedeutet, dass er nicht direkt überprüft werden kann. Es bleiben nur Mathematik und Knochenvergleiche. Einige Jahre später kam ein unabhängiges Team, das dieselbe Aufgabe mit anderen Methoden und anderen Annahmen über die Dichte des Muskelgewebes neu berechnete, zu ähnlichen, aber nicht identischen Schlussfolgerungen. Es bestätigte die Idee des katapultartigen Starts, schlug aber eigene, vorsichtigere Zahlen für die Muskelkraftreserven und die maximal mögliche Masse des Tieres vor, das sich auf diese Weise in die Luft erheben konnte. Der Vergleich zweier Giganten wird dadurch erschwert, dass keine der Arten durch ein vollständiges Skelett vertreten ist. Vom Quetzalcoatlus sind einzelne große Fragmente von Flügel- und Gliedmaßenknochen bekannt und die genauen Proportionen des größten Exemplars müssen durch Skalierung von vollständigeren Skeletten verwandter, aber nachweislich kleinerer Verwandter wiederhergestellt werden. Vom Hatzegopteryx sind hauptsächlich Schädelfragmente und einzelne Gliedmaßenknochen bekannt. Das Material reicht aus, um sicher von der außergewöhnlichen Größe und Festigkeit der Knochen zu sprechen, aber nicht aus, um die vollständige Flügelspannweite genau und unbestritten zu messen. Beide Rekorde basieren nicht auf der Messung eines ganzen Tieres, sondern auf mathematischer Rekonstruktion aus Fragmenten. Und genau deshalb unterscheiden sich die konkreten Zahlen verschiedener wissenschaftlicher Teams um einen Betrag, der ausreicht, um den Gewinner der Debatte zu vertauschen. Wenn die beiden Rekordarten der Wissenschaft nur fragmentarisch und nicht durch vollständige Skelette bekannt sind, schreiben Sie in den Kommentaren, welcher Fund Ihrer Meinung nach diese Debatte ein für alle Mal lösen würde. Ein vollständiges Skelett einer der beiden Arten oder etwas anderes. Beide Giganten waren keine Einzelgänger in ihrer eigenen Familie. Weltweit wurden bescheidenere Verwandte desselben Typs gefunden. Zhejiang-Opterus aus China mit einer Flügelspannweite von etwa 4 bis 5 Metern und Aramburgiania aus dem Gebiet des heutigen Jordanien, deren Spannweite nach einigen Schätzungen selbst 10 Meter erreichte. In den letzten Jahren wurden dieser Liste auch Funde junger, noch nicht ausgewachsener Exemplare nahe verwandter Arten hinzugefügt. Sie ermöglichten es zum ersten Mal, die Veränderungen der Skelettproportionen von Astachiden im Laufe ihres Wachstums zu verfolgen und bestätigten, dass selbst jugendliche Exemplare dieser Familie sich bereits auf 4 Gliedmaßen an Land fortbewegten und nicht nur im Erwachsenenalter. Diese Familie von Landjägern mit einem riesigen Schnabel hat sich offenbar bis zum Ende der Dinosaurierzeit unabhängig auf fast allen Kontinenten ausgebreitet. Das bedeutet, dass Quetzalcoatlus und Hatzegopteryx keine zufällige Anomalie sind, sondern nur 2 der größten Vertreter einer ganzen Linie ähnlicher evolutionärer Experimente mit demselben Körperbau. Neue Fragmente dieser Familie werden fast jährlich gefunden und fast jeder Fund verschiebt die Grenzen dessen, was für ein fliegendes Wirbeltier als möglich gilt, ein wenig. Stellen wir uns für einen Moment einen dieser weniger berühmten Verwandten vor, Aramburgiania, die im Gebiet des heutigen Jordanien am Rande des urzeitlichen Meeres Tethys lebte. Ein heißer, staubiger Mittag auf der Küstenebene, die Luft zittert vor Hitze. Aramburgiania steht an einem kleinen, austrocknenden Tümpel, zu dem sich kleine, pflanzenfressende Echsen zum Trinken versammeln, und schreitet gemächlich auf 4 Gliedmaßen am Ufer entlang, ungestört von der Hitze. Von Zeit zu Zeit senkt sie den Kopf zum Boden und tastet mit ihrem Schnabel nach Rissen im ausgetrockneten Schlamm, auf der Suche nach kleinen Amphibien, die sich im Schlamm versteckt haben und auf Regen warten. Im Gegensatz zu Hatzegopteryx auf der fernen Insel hat sie hier Konkurrenten. Echte Raubdinosaurier durchstreifen die Ebene und Aramburgiania hält sich in respektvollem Abstand von ihnen, bereit, sich jederzeit vom Boden abzustoßen und in die Luft zu gehen, wenn sich die Gefahr zu sehr nähert. Eine der kleinen Raubechsen am Ufer des Tümpels schaut zu lange auf die Beute von Aramburgiania und kommt näher, als sie sollte. Diese erwidert es nur mit einer kurzen Kopfdrehung und einem Schnabelknacken in der Luft, ohne einen Schritt nach vorne zu machen,
Und diese Warnung reicht aus. Die Echse zieht sich sofort in die Büsche zurück. Hier, im Gegensatz zur Insel Hatzek, kann ein Fehler bei der Einschätzung der Nachbarn für Arambourgiania teuer werden, und deshalb verweilt sie nie so lange an offenen Stellen, wie es sich ihr Verwandter erlauben kann, der auf einer sicheren Insel gefangen ist. 3 verwandte Giganten, 3 völlig unterschiedliche Kontinente, 3 verschiedene Nachbarschaften und immer noch derselbe grundlegende Körperbau. Immer wieder von der Evolution wiederholt. Verfeinerte Computermodelle der letzten Jahre haben die Energiekosten des quadrupedalen Starts von Quetzalcoatlus neu berechnet und ein Ergebnis erzielt, das die Autoren selbst als unangenehm nahe am physikalischen Limit für Wirbeltiere im Allgemeinen bezeichnen. Das heißt, ihren Berechnungen zufolge befindet sich ein Tier dieser Masse am Rande des theoretisch Möglichen und nicht tief im sicheren Sicherheitsspielraum. Eine andere Forschungsgruppe, die die Aerodynamik desselben Flügels untersuchte, wies gesondert auf erhebliche Unsicherheiten in den Ausgangsdaten zur Körpermassenverteilung hin, aufgrund derer die endgültige Grenzgrenze je nach Ausgangsannahmen um ein Vielfaches abweichen kann. Je genauer die Modelle werden, desto klarer wird: Die Flugfähigkeit selbst, wenn man die größten bekannten Knochenfragmente betrachtet, liegt nicht im Bereich eines sicheren Ja, sondern in einem engen, beunruhigenden Korridor des wahrscheinlich, aber fast am Limit. Gebt ein Like, wenn euch ein Tier, das am Rande der physikalischen Flugfähigkeit feststeckt, mehr beunruhigt als die Geschichte seiner Entdeckung selbst. Weiter unten kommt die finale Wendung, die die Fragestellung des Rekords selbst verändert. Lassen Sie uns ein letztes Mal zurückblicken. Nicht mehr auf jeden der beiden Giganten einzeln, sondern auf den Moment, als ihre Welten sich höchstwahrscheinlich noch nie physisch berührt haben, obwohl die Entfernung und die Zeit zwischen ihnen nach geologischen Maßstäben nicht allzu groß sind. Irgendwo auf verschiedenen Kontinenten im selben geologischen Augenblick näherten sich 2 Lebewesen mit völlig unterschiedlichen Lebensweisen von selbst der gleichen biologischen Grenze, der maximal möglichen Größe eines fliegenden Wirbeltiers, jeder auf seinem eigenen evolutionären Weg. Das eine als großer Bewohner von Flussauen neben Titanosauriern und riesigen Krokodilen, das andere als terrestrischer Jäger auf einer Insel mit Zwergdinosauriern so groß wie ein Elefant. Auf der einen Seite des Ozeans landet vielleicht gerade ein Quetzalcoatlus, indem er beide Hinterbeine nach vorne ausstreckt und kurz die Flügel fächerförmig öffnet, um vor der Berührung mit dem Wasser abzubremsen. Auf der anderen Seite, Tausende von Kilometern entfernt, steht in derselben Sekunde ein Hatzegopteryx regungslos in der dämmerigen Dämmerung der Insel Hatzek und dreht den Kopf zur Seite, um ein Rascheln im Unterholz besser hören zu können. Keines dieser beiden Wesen hat das andere jemals gesehen und wird es auch nie sehen. Zwischen ihnen liegt ein ganzer Ozean, den keines von beiden zu Fuß oder in der Luft überqueren kann. Keines ahnte, dass irgendwo in der Ferne ein Rivale von gleichem Ausmaß existierte, der um dieselbe Grenze kämpfte, zu der sie beide unabsichtlich gelangt waren. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte mag es scheinen, als seien alle wichtigen Fragen bereits geklärt. Wir wissen, dass beide Wesen aktiv geflogen sind. Wir wissen, dass beide wahrscheinlich an Land gejagt haben. Wir kennen sogar den ungefähren Mechanismus des Starts eines von ihnen. Ein sauberes, logisch abgeschlossenes Bild. Wenn die Wissenschaft wirklich dort stehen geblieben wäre. Aber das ist sie nicht. Und hier liegt der Haken. Das eigentliche Finale dieser Geschichte liegt nicht darin, wer genau größer ist, Quetzalcoatlus oder Hatzegopteryx. Denn nach dem gegenwärtigen Stand der Funde hat diese Frage physisch keine eindeutige Antwort. Die Knochen beider Arten sind zu fragmentarisch, die Schätzungen von Masse und Spannweite zu breit gefächert und die verschiedenen wissenschaftlichen Teams gehen zu unterschiedlich mit denselben Zahlen um.
Das eigentliche Finale ist, dass die Grenze der Größe eines fliegenden Wirbeltiers offenbar nicht nur einmal, sondern mindestens 3-mal in ihrer Geschichte von der Natur ertastet wurde. Zuerst von einer riesigen Raubvogelart des Miozäns und dann von 2 unabhängigen Linien fliegender Reptilien der Kreidezeit. Und jedes Mal erwies sich diese Grenze als praktisch am Rande des physikalisch Möglichen und nicht mit großem Sicherheitsspielraum. Argentavis hält immer noch seinen eigenen Rekord unter den Vögeln, nur dass man angesichts späterer Funde kaum noch daran denkt. Quetzalcoatlus erhebt sich immer noch in die Luft in den seltenen Bildern von Paläokünstlern, die der tatsächlichen Biomechanik des Staats auch nur annähernd entsprechen. Und bleibt dennoch der Hauptverdächtige für seinen eigenen Rekord, anstatt ein endgültig bestätigter Champion zu sein. Hatzegopteryx streift immer noch durch die flachen Gewässer einer nicht existierenden Insel und wartet immer noch auf ein vollständiges Skelett, das den Streit um seine wahre Größe endgültig beenden würde. Seine weniger berühmten Verwandten Zhejiangopterus und Aramburgiania warten immer noch auf ihre Aufmerksamkeit, versteckt im Schatten der beiden größten Namen der Familie. Und die Frage nach der ersten Sekunde des Starts eines Wesens dieser Proportionen bleibt genau dort offen, wo sie vor einem halben Jahrhundert war. Nur, dass die Modelle, die versuchen, sie zu beantworten, inzwischen viel ehrlicher ihre eigene Unsicherheit zugeben. Und was denken Sie? Wenn die Natur tatsächlich eine harte Größenbeschränkung für ein fliegendes Wesen hat und 3 völlig unterschiedliche Evolutionslinien, ohne sich abzusprechen, eine nach der anderen fast an diese Grenze gedrängt wurden, ist das ein unglaublicher Zufall oder ein erwartetes Ergebnis derselben physikalischen Gesetze, die überall auf der Welt gleich wirken? Teilen Sie Ihre Version in den Kommentaren unter diesem Video. Wenn diese Analyse geholfen hat, in einem alten Museumsfund mehr zu sehen als nur einen Rekord aus einem Lehrbuch, unterstützen Sie uns mit einem Like, das hilft, solchen Geschichten ihren Zuschauer zu finden. Abonnieren Sie, um die nächste Analyse eines Wesens nicht zu verpassen, das die Wissenschaft nie in eine einzige saubere Zahl packen konnte.